Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: kulturelle Aneignung, genauer, alles nur geklaut oder Einfluss und Inspiration. Noch genauer, Definition von Aneignung und ihre Variationen. Im letzten Teil dieser Reihe bin ich tief in die Denotation, Konnotation und Etymologie von Kultur eingetaucht. Ich habe darüber gesprochen, wie sich die Bedeutung des Wortes Kultur entwickelt hat und warum es so wichtig ist, dies zu verstehen in diesem Zusammenhang hier. In diesem Teil werden wir auch ausführlich auf die Etymologie, Denotation und Konnotation von Aneignung eingehen. Ich werde auch hier Beispiele geben und die Bedeutung, die Unterschiede und die Wichtigkeit dieser Begriffe erläutern. Machen wir also weiter mit der Aneignung. Wir werden dieses Wort im Sinne der erweiterten Bedeutung von kultivieren, nämlich auf die Pflege von Wissen, Geist und Gesellschaft durchleuchten. Was also bedeutet Aneignung? Ableitung zum Stamm des Verbs aneignen mit dem Derivatem Ableitungsmorphem ung. So weit, so gut. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil des Wortes Aneignung. Erstens, oder 1a genau, in Besitznahme einer herrenlosen Sache oder auch unrechtmäßige Inbesitznahme einer Sache. In Besitznahme, das Besitzergreifen von etwas durch jemanden, dem es rechtlich zusteht oder auch worauf er keinen Anspruch hat. Besitzergreifend, jemanden, seltener etwas besitzen wollend oder über jemanden, seltener über etwas Macht haben wollend. Kompliziert, gell? Die Konklusio ist also, die Denotation des Wortes Aneignung bezieht sich auf den Akt oder den Prozess des Erlangens oder des sich Aneignens von etwas. Sei es Wissen, Eigentum, Fähigkeiten oder andere Ressourcen. Ressource kann auch Personen, also Menschen bedeuten, je nachdem, als was sich diese Person erachtet. Darauf komme ich später. Es kann auch bedeuten, dass jemand sich etwas aneignet, das zuvor nicht ihm oder ihr gehörte. Etymologie. Das Wort Aneignung leitet sich vom Verb aneignen ab, das seinerseits aus dem mittelhochdeutschen aneignen und dem althochdeutschen aneignern stammt. Zu diesen alten deutschen Formen bedeutete es zu eigen machen oder eben sich aneignen. Die Wurzeln des Wortes gehen auf das Indogermanische zurück, wo es mit eigen oder eigenartig verwandt ist. Es wird immer komplizierter, gell? Die Etymologie des Wortes zeigt, dass es historisch gesehen mit dem Konzept des Besitzes und der Zugehörigkeit in Verbindung steht, was sich in seiner modernen Bedeutung widerspiegelt. Die Idee der kulturellen Aneignung kann in einigen historischen Kontexten, aber auch denotativ und etymologisch, mit dem Ziel verbunden sein, die Kultur und die Identität indigener Völker oder anderer Gemeinschaften zu unterdrücken oder zu verdrängen. Hier sind einige Beispiele aus der Geschichte. Erstens, Kolonialismus. Während der Zeit des Kolonialismus im 15. bis 20. Jahrhundert haben europäische Mächte Gebiete in Afrika, Asien, Amerika und anderen Regionen erobert und kolonisiert.
In vielen Fällen versuchten sie, die Kultur und Identität der indigenen Völker zu unterdrücken und durch die eigene Kultur zu ersetzen. Zweitens, amerikanische Ureinwohner. Die Geschichte der Ureinwohner Amerikas ist geprägt von der gewaltsamen Vertreibung von Land und der Unterdrückung ihrer Kultur durch europäische Siedler und die Regierung der Vereinigten Staaten. Dies führte zu erheblichem Leid und Verlust von kultureller Identität. Drittens, australische Aborigines. Die europäische Kolonisierung Australiens führte zur Enteignung von Land und zur Zerstörung der Kultur der Aborigines. Dies hatte schwerwiegende Auswirkungen auf ihre Gemeinschaften. Viertens, afrikanischer Sklavenhandel. Der afrikanische Sklavenhandel führte zur Entführung von Millionen von Menschen aus Afrika und ihrer Verschleppung in die neue Welt. Dabei wurden nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihre Kultur und Identität geraubt. Das hält bis heute an. Diese Beispiele verdeutlichen, wie kulturelle Aneignung in der Vergangenheit oft mit gewaltsamer Landnahme und Unterdrückung einherging. Es ist meines Erachtens sehr wichtig, solche historischen Ungerechtigkeiten zu verstehen und zu berücksichtigen, wenn wir über kulturelle Aneignung in der heutigen modernen Zeit sprechen. Mit was sich in seiner modernen Bedeutung widerspiegelt, wie ich oben anmerkte, meine ich, dass der Begriff kulturelle Aneignung in seiner aktuellen Verwendung oft auf das Phänomen hinweist, in dem Elemente oder Praktiken einer fremden Kultur von Mitgliedern einer dominanten Kultur übernommen werden, oft ohne angemessene Anerkennung oder Respekt für die Ursprungskultur. Hier sind einige moderne Beispiele für kulturelle Aneignung. Erstens, Kleidung und Mode. Wenn Mitglieder einer dominanten Kultur Kleidung oder modische Trends aus einer anderen Kultur übernehmen, ohne die Bedeutung oder den kulturellen Kontext zu kennen oder gar zu verstehen. Zweitens, kulinarische Aneignung. Das Übernehmen von Gerichten oder Zutaten aus einer anderen Kultur, ohne die kulturelle Bedeutung oder Herkunft zu respektieren. Sprache und Ausdrücke. Das Verwenden von Begriffen, Ausdrücken oder Sprachen aus anderen Kulturen, ohne das kulturelle Verständnis oder die Zustimmung der Ursprungskultur. Viertens, religiöse Symbole und Praktiken. Das Tragen religiöser Symbole oder das Imitieren religiöser Praktiken aus anderen Kulturen, ohne ein tieferes Verständnis oder echtes Engagement für die jeweilige Religion. Mal ganz im Ernst, wie viele von euch Zuhörern hier, und ich meine keine, die beruflich damit verbunden sind, haben sich tatsächlich mit den folgenden Religionen und deren heiligen Schriften auseinandergesetzt? Buddhismus, Tripitaka, auch Pali-Kanon genannt, das Christentum, die Bibel bestehend aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, Hinduismus, verschiedene Texte, darunter die Vedas, die Upanishaden und die Bhagavad Gita, Islam, der Koran oder auch Koran genannt, Judentum, die Tora, auch Tora genannt. Einfach nur so eine Frage. Okay, weiter im Programm. Fünftens, Kunst und Musik. Das Kopieren von Kunstwerken, Musik oder Tanzstilen aus anderen Kulturen, ohne die kulturelle Bedeutung oder den Kontext zu berücksichtigen. Sechstens,
östliche Medizin und Akupunktur. Wenn Menschen aus weltlichen Kulturen Akupunktur oder andere östliche medizinische Praktiken ohne angemessenes Verständnis oder Respekt für die jahrhundertealte kulturelle Bedeutung und das Fachwissen dahinter übernehmen, kann dies als kulturelle Aneignung betrachtet werden. Östliche Medizin wie Akupunktur hat eine tief verwurzelte Tradition und ein komplexes Verständnis der Meridiane. Es ist also wichtig, solche Praktiken mit Respekt und Wissen zu behandeln, wenn sie in anderen Kulturen adaptiert werden. Deshalb war ich der Ansicht und bin es immer noch, dass nur jemand aus Asien diese Medizin, also Akupunktur, mit Überzeugung und Feuer in sich praktizieren kann. In dir muss brennen, was du in andere entzünden willst. Augustinus. Es unterstreicht die Idee, dass, um andere von einer bestimmten Überzeugung oder Praxis zu überzeugen, man selbst eine leidenschaftliche Hingabe für diese Sache haben muss und nicht nur eine weitere Geldquelle sehen. In Bezug auf die Akupunktur und meine Überlegungen dazu könnte es bedeuten, dass nur jemand, der selbst von der Akupunktur überzeugt ist und sie leidenschaftlich praktiziert, andere davon überzeugen kann. Wie eben meine Leidenschaft zum Wort, Sprache und Kommunikation. Diese Beispiele zeigen, wie kulturelle Aneignung in der modernen Zeit auftreten kann, wenn Elemente aus einer fremden Kultur ohne angemessene Anerkennung oder Respekt übernommen werden. Es ist wichtig, über kulturelle Sensibilität und Respekt zu sprechen, um solche Probleme anzugehen. In der Tat ist die Frage der kulturellen Aneignung komplex und kontrovers diskutiert. Die Beispiele, die ich oben genannt habe, können je nach Perspektive als kulturelle Aneignung oder als kultureller Austausch, ja sogar Inspiration betrachtet werden. Es gibt keine einheitliche moderne Definition oder eine klare Linie, die festlegt, was als kulturelle Aneignung gilt und was nicht. Die Denotation kann ein Versuch sein, es auf den Punkt zu bringen. Kann. Es hängt oft von den Umständen, der Intention und der Wahrnehmung ab. In einigen Fällen kann kulturelle Aneignung als problematisch angesehen werden, wenn sie dazu führt, dass Elemente aus einer anderen Kultur ohne Respekt, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das ist wichtig, für ihre Bedeutung oder ohne angemessene Anerkennung übernommen werden. In anderen Fällen kann der kulturelle Austausch als bereichernd empfunden werden, wenn er zu einem besseren Verständnis und zu einer kulturellen Vielfalt führt. Die Grenze zwischen Aneignung und Austausch kann in der Tat verwirrend und subtil zugleich sein und hängt oft von der Art und Weise ab. Achtung, jetzt ganz wichtig, wie das Wissen oder die Praktiken genutzt werden. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Respekt, Wissen und Anerkennung der Herkunft sind Schlüsselaspekte, um kulturellen Austausch zu fördern, während Aneignung oft durch Ignoranz und/oder Missachtung geprägt ist. Hier sind Beispiele, die diese Grauzone verdeutlichen. Die Übernahme der phönizischen Schrift. Wenn Kulturen die Schrift der Phönizier übernahmen, ohne die phönizische Kultur angemessen anzuerkennen,
oder zu verstehen, könnte dies als kulturelle Aneignung betrachtet werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schriftsysteme oft durch den Austausch von Ideen und Handel zwischen den Kulturen weitergegeben wurden. Wissen aus verschiedenen Kulturen nutzen. Das Nutzen des Wissens aus verschiedenen alten Kulturen wie den Griechen, Arabern, Römern, Chinesen ist meiner Ansicht nach nicht unbedingt kulturelle Aneignung, sondern eher ein kultureller Austausch und eine Weiterentwicklung von Ideen, denke ich, meine ich. Wie seht ihr denn das? Schreibt mir doch in den Kommentaren eure Meinung dazu. Solange dieses Wissen mit Respekt für seine Ursprünge und Bedeutungen verwendet wird, kann es als positives Lernen und Teilen betrachtet werden. Es ist wichtig, über diese Fragen nachzudenken und Diskussionen darüber zu führen, um ein tieferes Verständnis für die kulturelle Sensibilität zu entwickeln. Wie bereits erwähnt, es ist nicht immer einfach, klare Grenzen zu ziehen. Und es gibt oft unterschiedliche Meinungen dazu, was als kulturelle Aneignung betrachtet wird. Hat der eine oder andere hier weitere Beispiele von kultureller Aneignung? Zumindest solche, die er so bezeichnen würde. Ich möchte den dritten Teil hier abschließen, obwohl ich Beispiele en masse hätte. Aber die hier sollten erstmal genügen. In diesem Sinne, im vierten Teil werde ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, sich der Bedeutung von Wörtern bewusst zu sein, eine Sensibilität zu erlangen und wie dies zur Vermeidung von Missverständnissen in der Kommunikation und Verständnis beitragen kann. Außerdem werde ich auf die Philosophie von Wittgenstein eingehen und wie sie, also seine Philosophie, unsere Sicht auf Sprache verändert. Warum ist das wichtig? Warum solltest du dieses Video nicht verpassen? Nun, Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Und wenn wir ihre Nuancen verstehen, können wir Missverständnisse vermeiden und effektiver kommunizieren. Diese Erkenntnis können nicht nur in unseren Gesprächen, sondern auch in unserem täglichen Leben von großem Nutzen sein. Wie sagte Marshall B. Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation? Worte können Fenster sein oder Mauern. Wir sehen uns also im Viertelteil nächsten Samstag. Weisheiten zum Mitnehmen, Georg Muratidis. Bleibt mir gewogen. Ich kann es einfach nicht lassen, ich weiß. Einen habe ich noch. Nur noch einen. Hier sind einige Beispiele für Sätze oder Ausdrücke, die aus dem Englischen übernommen wurden und in der deutschen Sprache verwendet werden, obwohl sie grammatikalisch nicht perfekt passen. Das zum Thema Aneignung oder doch Austausch? Erstens, Handy statt Mobiltelefon. Zweitens, Public Viewing statt öffentliches Fernsehen. Drittens, Event statt Ereignis oder Veranstaltung. Viertens, Bodybag statt Leichensack. Outdoor statt im Freien. Diese sind nur einige Beispiele für Anglizismen, die im deutschen Sprachgebrauch geläufig sind, obwohl sie sich nicht nahtlos in die Grammatik einfügen. Naja, E-Mail, Firewall, abgedatet, downgeloadet. Hast du noch mehr? Habe ich noch mehr? Sicher, hier sind einige weitere Beispiele für
Anglizismen in der deutschen Sprache. Erstens E-Mail statt elektronische Post, Firewall statt Brandmauer oder Sicherheitsmauer. Drittens updaten statt aktualisieren, downloaden statt herunterladen, Chat statt Unterhaltung oder Plauderei. Jetzt aber genug. Vergiss nicht, uns in den Kommentaren deine Gedanken und Fragen mitzuteilen. Ich freue mich auf einen lebhaften Dialog mit euch. Bleibt dran, bleibt gespannt und bleibt vor allem neugierig. Dieses Video wird eure Sicht auf Sprache verändern. Bis dann.